Servus und Hallo. Bei herrlichstem Sonnenschein ist unser heutiges Ziel die Roßfeld-Panoramastraße. Der Weg führt uns dabei am Chiemsee vorbei. Der Chiemsee wird auch das Bayerische Meer genannt, weil er der größte See in Bayern ist. Ein absolutes Muss am Chiemsee ist der Gasthof Kupferschmiede, der seit über 20 Jahren ein beliebter Bikertreff ist. Die Roßfeld-Panoramastraße, auch als Roßfeld-Höhenringstraße bekannt, ist eine mautpflichtige Alpenstraße in den Berchtesgadener Alpen in Bayern. Die Maut beträgt pro Motorrad 5 €. Die Fahrt über Deutschlands höchstgelegene Panoramastraße ist ein unvergessliches Erlebnis. Die Straße führt auf eine Höhe von 1600 Metern und bietet auf der Scheitelstrecke, die auf einem Hochplateau, teilweise auf österreichischem Gebiet verläuft, einen atemberaubenden Ausblick in das Berchtesgadener und das Salzburger Land. So, Uli, was ich hören möchte, wo wir hier sind. Auf dem Roßfeld. So, und von den ganzen Bergen hier? Auf der Roßfeldstraße. Hier vorne sieht man Göll. Praktisch Hochgöll, der ist glaube ich so ca. 2500 Meter hoch. Und ich bin vor einigen Jahren bin ich den schon mal gegangen. Da, wo die Wolken oben sind. Ja genau, das siehst du das nicht. Und vorne sieht man praktisch das eine Kehlsteinhaus. Da kannst du mit dem Bus hochfahren. Und da gibt es so einen Lift, der führt dir dann zum Haus. Und von da gibt es eine Klettersteige über den Göll. Nach diesem herrlichen Rundblick über das gewaltige Bergmassiv geht es nun weiter. Im Süden hatten wir einen Blick auf den Hohen Göll mit 2522 Meter und den Kehlstein mit 1837 Meter sowie das Kehlsteinhaus. Im Osten schauten wir auf das Salzachtal mit Salzburg, den Salzburger Alpen und den Dachstein. Und im Westen sahen wir die Berchtesgadener Alpen mit dem Watzmann, der 2713 Meter hoch ist. Die Panorama-Ringstraße ist etwa 16 Kilometer lang und die größte Steigung beträgt dabei 13%. Mit diesen unvergesslichen Eindrücken treten wir die Heimreise an.